Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. In diesem Video geht es ausnahmsweise mal nicht um einen Unfall. Ich hoffe, dass er trotzdem ein paar Klicks bekommt, denn es ist eine der meines Erachtens wichtigsten Lektionen für Piloten und Flugschüler. Ein Pilot hat mir das erzählt und eigentlich hätte dieser Vorfall der SUST, der Unfalluntersuchungsbehörde oder Sicherheitsuntersuchungsbehörde, gemeldet werden müssen. Um diesen Pilotenkollegen nicht zu kompromittieren, habe ich natürlich alles geändert. Namen, Flugplatz und so weiter. Diesen Fall habe ich im Januar 2020 in unserem Heft Aero-Beo Info, das ist das Publikationsorgan des Aeroclubs Berner Oberland, für das ich verantwortlich zeichne. Dort drin habe ich das veröffentlicht und ich lese das mal vor. Mein Name ist Felix Meyer, wie gesagt, der Name ist geändert. Als ich vor etwa 12 Jahren meine Ausbildung zum Privatpiloten begann, passierte etwa in der 4. Lektion Folgendes. Das Intercom im Schulungsflugzeug funktionierte nicht. Mein Fluglehrer hörte weder mich noch den Funkverkehr. Er meinte aber, das sei kein Problem, wir könnten trotzdem fliegen. Wir müssten halt ein wenig lauter miteinander kommunizieren und ich sei ja im Funk schon ziemlich sattelfest. Letzteres stimmte, denn ich hatte schon vor Jahren einmal einen Anlauf für die PPL-Lizenz unternommen und bei dieser Gelegenheit einen intensiven Voice-Kurs absolviert und auch die Prüfung bestanden. Landung auf einem fremden Flugplatz war angesagt und wir einigten uns nach kurzer Diskussion auf Fricktal-Schupfart. Wie gesagt, dieser Ort ist geändert. Ein GPS hatten wir nicht dabei, aber ich war gut vorbereitet und verließ mich auch darauf, dass mein Fluglehrer diesen Flugplatz kannte wie seine Westentasche. Beim Anflug hörte ich am Funk, dass ein paar Meilen hinter uns ein anderer Pilot sich zur Landung anmeldete. No Factor, dachte ich, der ist noch zu weit weg. Daher teilte ich es meinem Fluglehrer auch nicht mit. Wir flogen über den Sektor Süd an und diskutierten darüber, welches wohl das Dorf Schupfart sei, das man aus Lärmschutzgründen nicht überfliegen solle. Dabei stellte ich fest, dass mein Fluglehrer offenbar schon länger nicht mehr auf diesem Platz gelandet und alles andere als sattelfest war, was die lokale Geografie anging. Wir umflogen dann fälschlicherweise das Dorf Obermumpf und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auch noch Zutzgen. Da es sich bei mir erst um meine ungefähr 6. Landung handelte und erst noch auf einem fremden Flugplatz, war ich ziemlich nervös, sodass wir um einiges zu tief in den Long Final einflogen. In der ganzen Aufregung hatte ich natürlich am Funk nichts mehr mitbekommen und mein Fluglehrer auch nicht, denn er hatte ja keinen Empfang. Im Short Final gab ich routinemäßig unsere Position durch und die Landung gelang trotz allem recht ordentlich. Mein Fluglehrer tadelte mich. Ich solle mich bitte in Zukunft zuerst ums Fliegen kümmern, die Kommunikation sei eher nebensächlich. Just in diesem Moment kam ein fremder Pilot auf uns zu und fragte, ob wir beim Anflug hinter ihm gewesen seien. Wir verstanden auch nach einigem Hin und Her nicht, was er wohl von uns wollte und dachten, es handle sich einfach um einen etwas schrägen Vogel. Der andere Pilot meinte dann nur, naja, ich habe jedenfalls sicherheitshalber einen Go-Around gemacht. In der folgenden Nacht wachte ich schweißgebadet auf. Mir war schlagartig klar geworden, was da geschehen war. Die korrekt hinter uns fliegende Cessna hatte uns eingeholt, weil wir nicht die korrekte Platzrunde abgeflogen hatten. Und mein überflüssiger Funkspruch hatte unser aller Leben gerettet. Hätte der fremde Pilot nicht gehört, dass wir im Short Final waren, dann hätte er nicht Ausschau nach uns gehalten und nachdem er uns nicht sehen konnte, einen Go-Around getätigt. Wir wären ihm voll unten reingeflogen. Es ist schon richtig, es gibt ein Prinzip in der Fliegerei und das nennt sich Aviate, Navigate, Communicate. Das heißt, Aviate, flieg erstmal deinen Vogel, dann navigiere, ja, also dann schau, wo du bist und wo du hin willst. Und als drittes, mit dritter Priorität, kommuniziere. Das ist natürlich insofern richtig, wenn ich, sagen wir mal, am Flughafen Bern jetzt ein großes Problem hätte und habe alle Hände voll zu tun, dann werde ich wohl eher aufs Funken verzichten, sondern einfach schauen, ist die Piste frei,
und werde dort halt eine Notlandung unternehmen. Aber in diesem Fall, Aviate, kein Problem. Natürlich war der Pilot ein bisschen zu tief, er gab halt ein bisschen mehr Gas. Navigate war eh kein Thema, weil er wusste ja, wo er ist, er war im Short Final und er wusste auch, wo er hin will, nämlich landen. Und da die 1 oder 2 Sekunden noch zu verwenden, um schnell am Stick noch den Knopf zu drücken und zu sagen, Hotel Bravo, Hotel Papa Zulu, Short Final, das war überhaupt nicht sicherheitsgefährdend. Und es hat 3 Leben gerettet. Ich habe nie verstanden, warum es erfahrene Piloten gibt, für die es offensichtlich völlig unschick ist, wenn sie sich irgendwo melden, wo sie nicht müssen. Auf dem Flugplatz Reichenbach im Berner Oberland zum Beispiel finden oft Fallschirmsprünge statt und da gibt es immer wieder Piloten, die nicht einmal die Frequenz abhören und einfach hindurchfliegen und nicht checken, dass über ihnen gerade Fallschirmspringer abgeworfen wurden. Was gibt denn das zu tun, die Frequenz von Reichenbach einzustellen und auch kurz mitzuteilen, wo man gerade ist und was man vorhat? Wenn ich zum Beispiel gerade mit meiner Frau am Diskutieren bin und höre plötzlich, dass jemand am Funk etwas gesagt hat, dann bin ich mir nicht zu schade, nochmal nachzufragen, was das für ein Funkspruch war. Und es ist auch schon passiert, dass dann tatsächlich einer auf Kollisionskurs war. Und dann habe ich ihm gesagt, ich gehe 1000 Fuß höher oder tiefer. Und wir haben uns so quasi abgestimmt. Natürlich heißt es See and Avoid als erstes Prinzip im VFR-Verkehr. Also sehen und vermeiden oder ausweichen. Aber das kann dann auch manchmal sehr schnell gehen. Wenn 2 Flugzeuge mit, sagen wir mal, 100 Knoten Geschwindigkeit sich entgegenfliegen, dann ist das eine Annäherung mit 200 Knoten, also fast 400 Stundenkilometern. Und da kann man sich etwa vorstellen, wie schnell das geht von dem Moment, wo man das andere Flugzeug sieht, bis es dann auf einem drauf ist. Wie gesagt, ich hoffe, dass auch dieses Video ein paar Klicks generiert, weil es eine sehr wichtige Lektion ist, vor allem für Piloten, aber vielleicht ist es auch interessant für andere Aviatik-Begeisterte.